Hallo und herzlich willkommen bei den drei Hasen. Wir haben heute unser allererstes Erklärvideo und stellen euch unser neues Spiel Allegra vor. Allegra ist ein Kartenablegespiel für Familie und Freunde. Es ist ab 8 Jahren, für 2 bis 6 Spieler und dauert ca. 30 Minuten. Jeder Spieler versucht hier über mehrere Runden seine Kartenauslage durch Tauschen, Umdrehen, Abräumen und Klopfen zu optimieren. Das Spiel ist semi-kooperativ, da wir eine gemeinsame Spalte und den Klopfmechanismus haben. Das heißt, man kann es miteinander oder gegeneinander spielen. Das gibt dem Spiel das gewisse Etwas. Bitte haltet euch Stift und Zettel bereit. Ist nicht im Spiel enthalten, damit ihr eure Punkte notieren könnt, denn wer am Ende von 3 Durchgängen die wenigsten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Wir haben 120 Spielkarten, die gehen von -1 bis 11. Wir haben 6 rote Holzchips, mit denen markiert man die gemeinsame Spalte. Und wir haben natürlich eine Anleitung in Deutsch und Englisch. So, und jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, ich habe das jetzt hier mal schon vorbereitet. Die Karten werden gemischt. Jeder Spieler kriegt 12 Karten ausgeteilt. Das habe ich hier schon vorbereitet. Die werden von links oben nach rechts unten in einem Raster von 4 x 3 ausgelegt. Die oberste Karte vom Nachziehstapel wird umgedreht und jetzt bekommt jeder Spieler einen Chip, mit dem er die gemeinsame Spalte markiert, und zwar immer über die rechte Spalte wird es gelegt. Nun deckt jeder Spieler 2 Karten aus seiner Auslage auf. Da jeder Spieler mit dem nächsten Spieler eine gemeinsame Spalte hat, kann man in der gemeinsamen Spalte natürlich bedienen. Das heißt, der Spieler hier könnte auch bei mir eine Karte in der gemeinsamen Spalte aufdecken. Dadurch ergibt sich, dass zum Beispiel der Spieler hier nur eine Karte offen hat, während die anderen 2 Karten und ich sogar 3 Karten offen liegen haben. Aber das ist erlaubt. Okay, nun fängt der linke Spieler an, nach dem Geber, und muss jetzt eben durch Karten tauschen oder umdrehen oder klopfen oder abräumen seine Kartenauslage optimieren. Der linke Nachbar des Gebers beginnt und hat nun immer die Möglichkeit, entweder die oberste Karte vom Nachziehstapel zu ziehen oder die oberste offene Karte vom Ablagestapel zu nehmen. In dem Fall entscheidet er sich natürlich für den Nachziehstapel, da eine 9 nicht unbedingt optimal ist, und deckt diese auf. Er hat eine 1, das ist sehr gut. Man hat immer 2 Möglichkeiten. Entweder man tauscht die gezogene Karte mit einer offenen oder verdeckten Karte aus. In dem Fall kann ich hier optimieren und tausche die 4 gegen die 1. Und legt natürlich die 4 dann ab und der Zug ist beendet. Nun ist der nächste Spieler an der Reihe. Der zieht auch vom Nachziehstapel, hat auch eine 4, möchte die aber jetzt nicht behalten und schmeißt sie weg. Das ist der zweite Spielzug, also den man machen kann, oder die zweite Variante. Das heißt, ich schmeiße die ab, weil ich die nicht möchte, und muss dann aber beim Gegenzug eine aus der Auslage aufdecken. Hat er eine 3. Ist ja nicht schlecht. Okay, der nächste entscheidet sich jetzt dafür, die offene Karte vom Ablagestapel zu nehmen, da immer wenn ich 3 Karten also 3 gleiche Karten in einer Reihe habe, entweder senkrecht oder waagrecht, dann darf ich die abräumen und optimiere so meine Auslage. Das heißt, er nimmt hier die 4, tauscht die mit einer Karte und schmeißt diese im Gegenzug ab. Dann ist sein Zug beendet. Angenommen, wir haben jetzt hier noch eine weitere Runde gespielt und der Spieler ist wieder an der Reihe. Er zieht eine vom Nachziehstapel, da die 6 ist jetzt nicht unbedingt so optimal, und er zieht eine 4. Das heißt, er kann jetzt eine Dreierreihe abräumen. Nämlich immer, wenn 3 gleiche Karten in einer Reihe liegen, egal ob senkrecht oder waagrecht, darf er diese sofort abräumen, beziehungsweise muss diese sofort abgeräumt werden. In dem Fall schiebt er sie einfach zusammen und schmeißt sie sofort auf den Ablagestapel. Und diese Karte, die getauschte, wandert hinterher und immer obendrauf auf den Ablagestapel. Die entstandene Lücke bleibt bestehen, die Karten werden nicht zusammengeschoben und wird einfach ignoriert. Also das heißt, wenn jetzt nochmal 3 gleiche Karten in einer Reihe liegen sollten, dürfen die auch abgeräumt werden.
Das ist jetzt eine gute Gelegenheit, auch mal kurz auf die gemeinsame Spalte einzugehen. Denn wir spielen ja nicht nur mit 12 Karten, sondern mit 15. Weil mir da die 3 vom Nachbarn ja auch mit dazugehören. Und die muss ich gucken, dass die wahrscheinlich am besten möglichst schnell abgeräumt ist. Dann bin ich auf der sicheren Seite, dass nicht doch mir der Nachbar dann am Schluss noch eine Karte reinsetzt, eine hohe, sodass ich zum Beispiel nicht die wenigsten Punkte habe. Denn nämlich sobald alle Karten offen liegen, ist jeder noch einmal dran. Und wenn dann meine Karten als allererstes offen waren und ich nicht die wenigsten Punkte habe, kriege ich doppelte Punkte. Deshalb geht man am besten auf Nummer sicher und räumt die gemeinsame Reihe so schnell wie möglich ab. Aber man muss es nicht machen, denn das Spiel ist semi-kooperativ, das heißt, ich kann miteinander oder auch gegeneinander spielen. Noch ein kleiner Tipp, und zwar sollte man immer die anderen Karten im Blick haben, damit man demjenigen nicht unbedingt eine gute Karte hinlegt. Wenn der zum Beispiel schon 2 Achten da liegen hat und ich dann eine 8 abwerfe, dann spiele ich dem in die Karten und er kann eine Reihe abräumen. Jetzt erkläre ich euch noch das Klopfen. Und zwar haben wir jetzt nochmal ein paar Runden gespielt und der Spieler hier ist an der Reihe. Immer wenn eine Karte vom Nachziehstapel gezogen wird, kann diese von den Mitspielern geklopft werden. Denn immer wenn ich die Karte ziehe, muss ich die offen zeigen, sodass sie jeder Spieler sieht. Der hier zieht eine 8 und der hier möchte sie gerne haben, da er schon 2 Achten liegen hat und die gerne abräumen möchte. In dem Fall kann er klopfen. Dieser kann sich absolut frei entscheiden, ob er die ihm geben möchte oder nicht. Das ist wieder semi-kooperativ, das heißt miteinander oder gegeneinander. Das kann man wieder ganz selber frei entscheiden. Natürlich spielt auch eine große Rolle, was der für Karten in seiner Auslage liegen hat, denn der aktive Spieler darf sich im Gegenzug, dass er ihm die Karte gibt, eine aus der Auslage aussuchen. Es kann eine offene natürlich sein, dann weiß er, was er kriegt. Es kann aber auch eine verdeckte sein. Okay, jetzt muss er selber entscheiden. Der möchte sie gern haben. Natürlich hilft er ihm da, was abzuräumen. Aber er kann seine Auslage auch deutlich optimieren, indem er zum Beispiel die 1 gegen die 7 tauscht. Also, er willigt ein, dann gibt er ihm die Karte. Der Klopfer nimmt die Karte und legt sie an die Stelle, an die er sie gerne haben möchte. Und die Karte, die dort lag, nimmt er dann vorübergehend auf die Hand. Räumt die natürlich sofort ab, da Dreierreihen ja immer gleich abgeräumt werden müssen, und legt sie auf den Ablagestapel. Dann ist der Aktive an der Reihe und darf sich eben eine aussuchen. In dem Fall würde er die 1 nehmen. Der Klopfer legt nun sofort die Karte, die er gerade momentan auf der Hand hat, an die frei gewordene Stelle, sodass die wieder besetzt ist. Und der ist nun fertig und der Aktive beendet jetzt noch seinen Zug, indem er entweder die Karte eben hier mit seiner Auslage austauscht. Er hat natürlich auch die Möglichkeit, wie immer, die einfach abzuwerfen und dafür eine umzudrehen. Kann er auch sagen, weil wenn er eine verdeckte nimmt, kann es ja eine hohe sein. Okay, und deshalb hier in dem Fall entscheidet er sich aber, das gegen die 7 zu tauschen. Da hat er immerhin schon mal 6 Punkte weniger und schmeißt die ab. Und damit ist das Klopfen beendet und der nächste Spieler ist an der Reihe. Merkt euch dabei immer gut die Reihenfolge, dass er nicht durcheinander kommt, wer als nächstes dran ist. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich ziehe nach vom Nachziehstapel und habe eine 2. Die 2 klopft jetzt mein Gegenüber, der möchte die gerne haben, aber ich muss die mir nicht geben. Das ist ja das Schöne an dem Spiel. Der hat außerdem schon so ganz viele niedrige Karten. Die gönne ich ihm jetzt mal nicht und nehme die selber, da ich jetzt versuchen möchte, meine gemeinsame Reihe mit meinem Nachbarn da abzuräumen, dass der mir da nicht am Schluss noch eine hohe Karte reinlegt. Deshalb nehme ich jetzt einfach die hier, lege die da hin und schmeiße die weg. Mittlerweile sind wir schon, wie ihr seht, ziemlich am Ende angekommen. Wir haben nicht mehr viele Karten, die umgedreht werden müssen. Und der Spieler hier ist an der Reihe. Er hat sowieso nur noch eine verdeckte und es sieht eigentlich relativ gut aus für ihn. Er hat 8 Punkte, minus 1 sind 7. Die anderen haben, wenn man jetzt so mal drüber schaut, deutlich mehr, beziehungsweise auch noch viele geschlossene oder mehr geschlossene Karten. Okay, er zieht und zieht eine 10. Wir wissen, derjenige, der als allererstes alle Karten offen liegen hat, muss die wenigsten Punkte haben, ansonsten werden sie verdoppelt. Das heißt, man muss immer gut gucken, wie viele Punkte die anderen schon so offen liegen haben. Er hat jetzt eine 10 gezogen, die möchte er sich natürlich nicht da reinlegen, weil dann sind es ja viel zu viele Punkte. Deshalb schmeißt er sie ab und geht auf gut Glück und hofft, dass er dann eine niedrige Karte hat. Eine 11. Leider Pech. Aber nichtsdestotrotz, es geht weiter. Der nächste ist an der Reihe, möchte natürlich keine 10.
Er zieht eine 11, die will er auch nicht. Die schmeißt er sofort ab und deckt natürlich im Gegenzug eine auf. Wie immer. Der nächste ist an der Reihe. Hat eine 3. Das ist sehr gut. Er kann jetzt noch abräumen. Wie gesagt, immer wenn 3 gleich in einer Reihe liegen, sofort abräumen. Erst die 3 gleichen Karten und dann obendrauf kommt die Handkarte. Jetzt bin ich dran. Die -1 ist natürlich perfekt für mich. Die kann ich noch nehmen, kann ich noch ein bisschen optimieren. Und die schmeiße ich ab. Noch anzumerken ist natürlich, dass man in der letzten Runde, sobald man dran war, auch nicht mehr klopfen darf. Okay, jetzt ist die Runde beendet und jetzt müssen alle ihre Karten aufdecken. Sollte sich jetzt beim Aufdecken noch zufällig eine Dreierreihe ergeben, also dass 3 gleiche Karten in einer Reihe liegen, darf man die nicht mehr abräumen. Jetzt zählen wir zusammen. Wir haben hier 8 Punkte und die 11 sind 19, -1 sind 18. Also merken, keiner darf weniger als 18 haben. Der hier hat 18, 19, 20, 27, 30, 36. Also der ist schon mal keine Gefahr mehr. Und hier in der gemeinsamen Reihe liegt noch eine 5. Also kriegt er die auch noch mit drauf. Und dann sind wir bei 41. Also immer gut achten, ne? Also die gemeinsame Reihe muss man immer schauen, dass die auch, wenn die nicht weg ist, also dass man die auch mitzählt. Dann haben wir hier 8, 9, -1 sind 8. Und dann kommt aber hier noch 10, 17. Also der hier hat weniger Punkte als der hier hatte 18, der 17. Das heißt, er kriegt 36 Punkte aufgeschrieben, verdoppelt. Dann ich habe 5, 9, 15, 20, 24, 23. Und dann habe ich hier noch 4, also 27 Punkte. Und wer dann am Ende von 3 Durchgängen die wenigsten Punkte hat, der hat gewonnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden und es hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, kommentiert gerne. Wir versuchen so schnell wie möglich zu antworten. Wir freuen uns natürlich über einen Daumen hoch, über ein Abo. Folgt uns auf Instagram und Facebook. Wir haben eine Homepage, die könnt ihr gerne besuchen. Macht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!